Moin Moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du da bist. Ja, wenn du ganz neu auf meinem Kanal bist, dann herzlich willkommen. Und wenn du wieder zurück bist, freut mich das auch wirklich sehr. Und dann nutze ich auch gleich mal wieder die Gelegenheit, um mich bei euch zu bedanken. Ich habe in den letzten Tagen viele neue Abos von euch bekommen. Ihr habt kommentiert. Der ein oder andere folgt mir jetzt auch auf Instagram, Century_German. Dort habe ich auch schon Privatnachrichten bekommen. Ich texte auch mit den einen oder anderen. Also kommt wirklich vom Herzen. Vielen lieben Dank dafür. Es ist meine Leidenschaft. Es scheint auch eure Leidenschaft zu sein. Und dann ist es doch prima, wenn wir so ein bisschen miteinander interagieren können. Also wirklich vielen lieben Dank dafür. Ja, ich warne gleich schon mal vorab. Es wird höchstwahrscheinlich ein etwas längeres Video. Denn das liegt erstens daran, dass ich super viel und viel zu viel quatsche, aber zweitens auch daran, dass es eine wirklich tolle Geschichte zu dem heutigen Parfum, zu der Marke gibt. Und ja, ich versuche mich aber dennoch kurz zu fassen, soweit es geht. Und wir starten auch direkt mit der Flakon-Präsentation. Hier seht ihr den schicken, schlichten Glasflakon. Hier vorne ist so ein samtiger Bezugkleber drauf, der ist ein bisschen dicker. Also ist jetzt nicht nur so ein flacher Kleber, sondern wie gesagt so ein Samtsticker. Sieht ganz schick aus. Auf der Rückseite sieht man dann tatsächlich, was dort drauf steht. Eau de Parfum, also eine Eau de Parfum Konzentration, 100 ml. Und dort steht auch der Parfumname, nämlich The Original. Irgendwie total schlicht, aber dennoch recht kreativ. Habe ich auch noch nicht allzu oft gesehen, dass man eben von der Rückseite lesen kann, was da jetzt Phase ist, wie das Parfum heißt und so weiter und so fort. Und hier unten haben wir noch die eine oder andere Information zum Badge, Inhaltsstoffe und so weiter. Ich sag gleich vorab, die Kappe ist wirklich Trash. Das ist Plastik, Kunststoff, auch nicht massiv. Also da habe ich manchmal echt das Gefühl, dass die springt, bricht, was auch immer. Der Deckel, der Zerstäuber ist tatsächlich aber hochwertig, hat einen ganz schönen Sprühnebel, also da kann man absolut nichts sagen. Und wie gesagt, das Design ist recht schlicht, aber ganz schick. Aber das hat auch seinen Grund und da komme ich jetzt in der Geschichte darauf zu sprechen. Die Verpackung, die ihr im Hintergrund seht, die spielt auch eine wichtige Rolle in dem Video, in der Geschichte und die zeige ich euch im späteren Verlauf. So, die Geschichte startet 1937 und zwar in Frankreich an der Côte d'Azur. Dort gab es einen adeligen Parfümeur, der Herr Albert Fouguier hieß. Der hat ebenso für die High Society damals in Frankreich schon Parfums kreiert und hat auch dieses wundervolle Parfum kreiert, welches aber zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Namen hatte. Das ist aber eben jetzt Teil der Geschichte. So, 1937 an der Côte d'Azur. Der Herr Fouguier ist abends in den Straßen unterwegs, in den Clubs, Bars unterwegs und lernt dort einen jungen amerikanischen Studenten kennen, der John F. Kennedy heißt. Ja, es ist der John F. Kennedy, der dann auch im späteren Verlauf seines Lebens amerikanischer Präsident geworden ist. Die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden, sind auch wie gesagt um die Häuser gezogen und an dem Abend hatte der Herr Fouguier dieses Parfum aufgetragen. Und John F. Kennedy war total begeistert. Er war hin und weg. Er hat mehrmals in der Nacht eben Herrn Fouguier darauf angesprochen. Er hat davon geschwärmt. Er fand das Parfum einfach unfassbar toll. So, die Nacht endete irgendwann und am frühen Morgen oder am Vormittag, wie auch immer, klopfte es an der Unterkunft von John F. Kennedy an der Tür. Und dort war eine Nachricht enthalten und in der Nachricht stand: In diesem Flakon findest du die Dosis französischen Glamour, der deiner amerikanischen Sympathie noch fehlt. Das war eine Nachricht von Herrn Fouguier. Ist natürlich irgendwo flapsig, aber auch sympathisch, gar nicht böse gemeint. Und zu dieser Nachricht lag ein Glasflakon, eine Abfüllung mit diesem Parfum bei. Ja, John F. Kennedy war natürlich total begeistert, weil
kurz zuvor die Nacht über hatte er das Parfum gerochen, fand es unfassbar toll und jetzt hat er eine Abfüllung eben per Kurier oder per Bote, wie auch immer, bekommen und war dementsprechend begeistert. Einige Tage später ist dann John F. Kennedy wieder zurück nach Amerika geflogen, hatte dieses Parfum mit, hat es dann auch das ein oder andere Mal getragen und sofort waren seine Freunde, sein Freundeskreis und selbst auch sein Vater total begeistert von dem Parfum und alle waren hin und weg, sie fanden es einfach so wundervoll. Und daraufhin hat John F. Kennedy dem Herrn Fougier einen Brief geschrieben mit der Bitte, doch um Zusendung von 8 Flakons mit diesem Parfum plus einem Parfum, also einem Flakon für Bob, denn Bob war der Bruder von John F. Kennedy. Also 8 plus einen für Bob und daraus ist eben der spätere Parfumname Aid and Bob entstanden. Oder der Markenname Aid and Bob und der Parfumname war dann oder ist dann The Original entstanden, denn es war die Entstehung der Marke Aid and Bob und das erste Parfum und dementsprechend dann der Name des Parfums The Original. Ich finde, das ist eine unfassbar tolle Geschichte, die geht auch ein bisschen weiter, endet leider ein bisschen unschön, denn er bekam dann diese 8 Flakons plus 1, also für seine Freunde und eben für seinen Bruder Bob. Und das schlug auch sofort Wellen in Amerika. John F. Kennedys Vater hat es auch getragen. Dementsprechend sind dann auch Schauspieler, Stars, Politiker, Produzenten auf das Parfum aufmerksam geworden. Der Herr Fougier hat dann innerhalb kürzester Zeit viele Briefe aus Amerika bekommen mit der Bitte der Zusendung des Parfums. Und das war dann quasi der Zeitpunkt, als Herr Fougier sich dann entschieden hat, da eben eine richtige Marke herauszumachen und es eben Aid and Bob und The Original zu benennen. Ich sagte, die Geschichte ging relativ unschön weiter. Das stimmt insofern, weil 2 Jahre nach dem Parfum, nach dem Erfolg, der Herr Fougier bei einem Autounfall gestorben ist. Und John F. Kennedy ist ja dann später zwar Präsident von Amerika geworden, aber wurde dann ja Opfer des Attentats, ist dann ja auch verstorben. Und die Geschichte des Parfums geht insofern weiter, weil der damalige Butler und Chauffeur von Herrn Fougier, von dem Parfumeur, die restlichen Flakons, die damals noch übrig waren, früher waren das ja ganz andere Voraussetzungen oder früher gab es ganz andere Möglichkeiten, ein Parfum zu produzieren. Es wurde sehr viel noch per Hand gemacht und es gab natürlich gar nicht diese industriellen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und der Butler, Philippe hieß er übrigens, hatte noch einige dieser Flakons und die Duftzusammensetzung, also in Anführungsstrichen das Rezept des Parfums. Und die hat er mehr oder weniger verstaut und sogar versteckt. Versteckt insofern, weil die Nazis damals einmarschiert sind und in die Häuser, in die Privathäuser, in die Wohnung gegangen sind, natürlich viel Leid über die Menschen gebracht hat. Viele sind natürlich auch gestorben. Das war dann so die Kriegszeit eben. Und der Philippe, der Butler, hat die Flakons in Büchern versteckt. Und das seht ihr hier. Hier vorne ist übrigens die Geschichte erzählt in verschiedenen Sprachen. Und hier seht ihr tatsächlich auch, wie es damals eben auch war. Also er hat tatsächlich die Bücher ausgeschnitten, um die wenigen Flakons und die Duftformel zu verstecken. Und so bekommt er übrigens auch das Parfum ausgeliefert. Das wird dann hier reingesteckt und das kann man dann eben hier rausziehen und dort drin ist das Parfum. Also ich finde das eine unfassbar tolle Verpackung. Die ganze Aufmachung, das ist einfach der Wahnsinn. Und tatsächlich soll die Geschichte auch stimmen. Also so war es dann auch. Und der Butler, da gibt es verschiedene Meinungen oder Geschichten, ist wohl im Krieg gefallen. Dann Jahre später haben das Nachkommen von Philippe, also die Familie,
haben dann diese Bücher gefunden und haben diese Bücher geöffnet und dort waren eben diese Parfums, diese Flakons mit dieser Duftzusammensetzung, mit dem Rezept enthalten. Und die haben auch versucht oder haben zum Teil dann auch die Marke weitergeführt, was dann aber nur bedingt funktioniert hat, weil eben dann der Zweite Weltkrieg losging leider und dementsprechend, ja, wie gesagt, es gab damals ganz andere Möglichkeiten, solche Dinge zu produzieren und dementsprechend wurde diese Marke, das Parfum, auf Eis gelegt. So, das Release war jetzt, also die Reaktivierung der ganzen Marke des Parfums war 2012. Also dieses Parfum wurde 2012 wieder ins Leben gerufen und so soll der damalige Flakon tatsächlich auch ausgesehen haben. Herr Fugger bat eines Tages den Butler, in sämtliche Apotheken zu fahren, um Glasflakons zu besorgen. Früher gab es eben Glasflakons, Parfums auch in Drogeriemärkten, in Apotheken und der hatte sich dann eben für diese Art von Design entschieden. Das soll eben auch der Flakon sein oder das Design des Flakons sein, wie es eben damals war. Und die Parfümeure des 2012 releaseden Parfums, die sollen wohl 3 Jahre an der ganzen Aufmachung, also Umverpackung, Flakon, Duftnoten etc. gearbeitet haben. Es gibt leider nahezu keine Informationen darüber, welche Parfümeure das von 2009 dann, wenn es 3 Jahre war, bis 2012 waren. Ich habe viel gelesen, recherchiert, aber ich habe keine Informationen, wer eben dahinter steckt. Also Release 2012, 3 Jahre haben die eben für die Reaktivierung des originalgetreuen Flakons, der Duftnoten und so weiter gearbeitet. Dieses Parfum hat eine ganz wundervolle Duft-DNA. Es ist blumig, aber dennoch maskulin, denn es ist frisch und holzig und es riecht, hat auch eine Pfeffernote, es riecht wirklich wundervoll. Also seid nicht abgeschreckt, wenn ihr jetzt hört, es riecht blumig. Es ist eine ganz tolle Duft-DNA. Die habt ihr auch so höchstwahrscheinlich noch nicht gerochen. Außer ihr kennt Fahrenheit 32 von Dior. Das ist ein Parfum, was 2007 released wurde, wenige Jahre später eingestellt wurde. Also die Produktion wurde eingestellt. Und Aid & Bob The Original riecht ähnlich wie Fahrenheit 32. Mich hat natürlich, weil das ist wirklich meiner Meinung nach eine Übereinstimmung von über 90%. Also die beiden Parfums riechen sehr identisch. Ich habe versucht herauszufinden, wie das sein kann, weil die Geschichte des Parfums war ja eben in den 30er Jahren. Die jetzigen Parfümeure haben angeblich die Duft-DNA genauso getroffen, wie das Parfum damals gerochen hat. Also wie kann das sein, dass Dior ein Parfum 2007 herausgebracht hat, was eben so riecht wie The Original. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass vielleicht der Parfümeur von Fahrenheit 32, also von dem Parfum von Dior, eben einer dieser Parfümeure von The Original von Aid & Bob war oder eben irgendwie eine Art Hilfestellung gegeben hat oder vielleicht hat sich die Marke Aid & Bob dann doch die Duft-DNA in Fahrenheit 32 wiedergefunden und hat das dann in The Original mit eingebracht. Ich weiß es nicht. Mich hat das total interessiert, wie jetzt dieser Zusammenhang ist zwischen den sehr identischen Parfums, aber es gibt da nahezu keine Information drüber. Aber deswegen gibt es ja diese Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn ihr da mehr wisst, mehr herausgefunden habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe mich da an 2, 3 seriöse Quellen gewandt und auch eben die Geschichte aus dem Buch genommen und habe das so originalgetreu, wie es denn nur geht, erzählt. Aber wenn ihr dann mehrere oder vielleicht auch andere Informationen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also, ein ganz wundervolles, blumiges, frischholziges Parfum. Die Duftnoten blende ich euch auch nochmal ein. Die seht ihr dann ja. Also es ist wirklich eine ganz wundervolle Geschichte. Leider mit einem nicht so schönen Ende oder Start schon fast, denn der Parfümeur Herr Fugger ist beim Autounfall gestorben. John F. Kennedy ist zwar Präsident geworden, aber wurde dann Opfer eines Attentats. Dann ging auch der Zweite Weltkrieg los. Also die Geschichte ist insofern toll, weil es natürlich historisch ist.
aber es ist eben in der Kriegszeit mit dem einen oder anderen Unglück entstanden, aber dennoch eine ganz tolle Geschichte. Also ja, ihr wisst das, ich lege ja viel Wert so auf das, auf den Gesamteindruck, auf die Geschichte der Marke, auf die Gedanken der Marke, auf die Duft-DNA des Parfums, auf den Flakon und so weiter und so fort. Und das ist für mich hier wirklich ein absoluter Jackpot. Natürlich ist das Marketing auch 2012, wurde mit dieser Geschichte, ist ein sehr nischiges Parfum, ist das gar nicht so bekannt, aber wurde dennoch mit der Geschichte natürlich Marketing betrieben, was aber für mich völlig legitim ist, denn die Geschichte stimmt insofern und dann kann man das natürlich auch als Marketing nutzen. Also, ganz wundervolles Parfum, vor allem ist es sehr unique, also sowas riecht man wirklich, wenn ihr Fahrenheit 32 kennt, beziehungsweise nicht kennt, ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Duft-DNA, riecht man so in dieser Zusammensetzung nicht, also ihr werdet ganz positiv auffallen und traut euch und wagt euch mal da heran, auch wenn es sehr blumig ist, durch diese holzigen Komponenten, durch diese pfeffrige Note, ist es wirklich schön maskulin und eine ganz klare Empfehlung. Übrigens, ein schön, ja, Frühlings-Sommerparfum, also jetzt auch ideal für die Zeit. Die 100 ml liegen so bei circa, ja, 150, 160 Euro. Und ja, also das soll es heute gewesen sein. Es tut mir leid, wenn es so lang geworden ist, aber es gab ja heute etwas mehr zu erzählen. Und ja, lasst mir doch einfach mal so eure Meinung da. Wie findet ihr die Geschichte? Und falls ihr, wie gesagt, auch noch andere Informationen habt, schreibt das ruhig mit rein. Ansonsten abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Century_German ist mein Instagram-Kanal. Und ich habe wieder viel zu viel gequatscht, aber danke, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Bis zum nächsten Mal. Und ja, die C-Zahlen gehen ja momentan stark hoch und deswegen hoffe ich, dass du gesund bleibst, dass ihr gesund bleibt und wir heil durch diese ganze Geschichte kommen. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.